Ja, liebe Freunde, gestern Abend um 20 vor 9 in Düsseldorf losgeflogen. Heute Morgen hier angekommen um 6 Uhr. Die Nacht nicht geschlafen. Wir sind hundemüde, aber wir sind endlich am Schiff und die Reise geht los. Auf geht's, eine schöne Reise durch den Orient. Neben der MSC steht die Cosma. Ganz schön groß. Am Treppenhaus hinten die letzte Kabine 5350. Das Schöne ist, morgens früh um 9 kann man schon direkt auf die Kabine. Das ist toll. Am ersten Tag bleibt Marina gleich in den Pool. Eine schöne Aussicht ist das hier nicht im Hafen von Abu Dhabi. Was vorher drin war, ist jetzt hier draußen. In Fuego gibt es die erste warme Mahlzeit. Das hat mittags auch. Alle anderen Restaurants haben soweit zu. Auch hier der gleiche Blick. Wir sind auf dem 16. Deck. Ja, wir haben abgelegt und gucken jetzt mal, ob wir noch drehen oder rückwärts rausfahren. Und dann geht es nach Doha. Ich hatte gedacht, der fährt um die Tonne rum und dreht, aber der dreht gleich hier am Hafenbecken. Jetzt haben wir einmal komplett gedreht. Und da hinten liegt noch eine Norwegian, jetzt kriegen wir heute die Sonne ab. Und hier steht eine große neue MSC. Da kommt das Lotsenboot und holt den Lotsen wieder ab. Ja, noch fährt der Lotse mit. Und so langsam geht die Sonne runter. Ein toller Blick vom Balkon, das sieht man auch nicht alle Tage. Heute Abend im Marktrestaurant gibt es so Klassiker. Ja, Königsberger Klopse, Rinderrouladen. Feine Sachen. Hier das Marktrestaurant bietet hauptsächlich Hausmannskost. So alles, was man zu Hause auch kocht, kann man hier essen. Hier ist das Marktrestaurant. Und hier ist gleich unser Zimmer. Morgen beim Anlegen sieht die Uhr noch richtig gut aus. Da hinten liegt neue Doha und so liegt dann das alte Doha-Haus. Na, da hier liegt die Yacht. Das Bugstrahl läuft noch. Beachclub am Morgen noch relativ leer. Hier sitzt natürlich windgeschützt, auch mit Blick auf Doha. Hier findet abends immer Tanzen so statt. Das erste Frühstück machen wir im Yachtclub. Das Buffet hier ist sehr international. Hier hat man Salate und warme Speisen. Im Yachtclub aus kann man auch raus an die Bar oder sich auch hinsetzen. Da hinten ist eins der Fußballstadien. Guten Morgen, die Sonne lacht schon schön. Die Bar im Yachtclub ist natürlich gut besucht, weil man hier abends sitzen kann und aufs Meer schauen. Hier in der Poolbar gibt es noch einen Cocktail, Alkoholfrei. bevor es gleich zum Ausflug in die Stadt geht. Wir haben das Schiff verlassen in Doha und werden einen Ausflug machen. Und hier ist schon mal ein erster Eindruck. Man kommt vom Schiff runter und hat hier gegenüber direkt ein riesen Aquarium. Das ist toll. So ein schönes Terminal direkt mit einem Aquarium hatten wir auch noch nicht gehabt. Wir sind jetzt in Katar und das ist eine Insel, die ist gebaut in einer Muschelform. Das kann man natürlich nur von oben sehen. Und hier in der Mitte ist halt, wie gesagt, ein Hafen. Sehr schön.
Sind auch so Ausflugsboote. Das ist schon eine tolle Marina auf der Insel. Natürlich darf das Kamel bzw. Dromedar nicht fehlen auf unserem Film. Die haben anscheinend Feierabend oder werden Gassi geführt. Hier sind die Kamele, die gerade nichts zu tun haben. Und wir gehen jetzt zum Suk. Jetzt laufen wir hier durch ein Einkaufszentrum. Da fahren auch jede Menge Elektroautos rum. Merkt man gar nicht. Na, das siehst du mal. Und trotz des Öland Katar hat auch jede Menge Elektroautos, die hier rumfahren. Ja, Ganz umweltfreundlich. So, ne? Fahren mit Elektro. Ja, Dann sind die uns schon ein bisschen weiter voraus, ne? Wer nicht, oder? ja. Wir sind jetzt hier im Suk und ich hätte mir das mehr so basarmäßig vorgestellt. Aber da hinten ist der goldene Finger. So these three shops are open. If you want the spices like curry, dry herbs, this is where you will get it. Das sind ja eher die Sachen, die man so für den täglichen Bedarf braucht und nicht nur die Sachen, die für die Touris sind. Viele Shops haben zu, weil die Leute gerade in der Predigt sind, in der Moschee. Ja, da sieht man den Plan vom Suk. Typisch orientalischen, bunten Kissen und Decken. Und die Polizei reitet durch den Suk. Falls die Äpfel verlieren, läuft der junge Mann hinterher, um die Äpfel einzusammeln. Ja, unser Meeting Point. Marina wartet im Schatten und die Feger sind auch gleich da. So sauber wie hier. Hier liegt nicht ein Fitzel Dreck auf dem Boden. Hier kommen wir die berittene Patrouille und dazu der Pferdeäpfelaufsauger. Hier sieht man wieder die weißen Autos hier, die sind alle Stromer. Kein Auspuff mehr. Und jetzt gehen wir noch ins Museum of Islamic Art, wo es dann wieder zurück auf die AIDA geht. Eine kurze Fahrt war es mit dem Aufzug und dann geht es jetzt gleich hier rein. Eins der größten Museum der Welt. Das Museum hat eine geräumige Eingangshalle und die Ausstellungen sind auf den mehreren Etagen an den Rändern verteilt. Im Inneren Teppich für den Sultan. Alles sehr aufgeräumt und übersichtlich. Ich war früher mal im Werkzeugkasten, mit allem Wichtigen, was man so braucht. Living Room in Damaskus, die würde bei der deutschen DIN-Norm in der Höhe glatt durchfallen. 4:45 Doha-Zeit geht die Sonne schon runter. Und da hinten steht unser Schiff. Gleich sind wir wieder da. Jetzt sind wir noch gefahren. Ja, dann kommen ja schon die nächsten. Also. Und ruckzuck ist es dunkel geworden. Skyline leuchtet jetzt schon wunderbar. Viel schöner als im Hellen. Heute sind wir zum Esskurs. Gerade läuft die Auslaufmelodie, das verpasst wir leider. Aber nicht genau gecheckt, dass um 19 Uhr Tischreservierung und Auslaufen ist. Katar vom Lachs. Eine tolle Vorspeise. Weiter geht's mit Oktopus. Für das lachsige Medium Rare musste ich unterschreiben. Auf eigenes Risiko. Guten Appetit. Und ihnen irgendwas in die Hand drücken. So, komm mit. Und wir mal wieder hier zusammenkommen, wa? Gelber Umschlag. Oder wie sieht's denn aus mit Tor Nummer 3? Den ganzen Abend über ist immer irgendwo was los. Jetzt sind wir auf so einer Party, wo wir halt die Kopfhörer aufhaben und die Musik über die Kopfhörer hören. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Hörst du was? Grünes Schlager, blaues Techno und rotes irgendwas anderes. Regenbogengold. Haben wir gewollt, Rosen soll vom Himmel werden, irgendwie verblühen. Durch die Nacht, was Liebe mit uns macht, atemlos.
Der erste Seetag. Entweder ist das Schiff zu klein oder die Anzahl der Passagiere zu groß. Ist auf jeden Fall jede Liege belegt. Ja, der erste Seetag. Wer nicht heute Morgen gleich sein Handtuch auf die Liege gelegt hat und reserviert hat und erst nach dem Frühstück kommt, der hat schon verloren und muss hier rumkurven, um überhaupt noch irgendeinen Platz zu finden. Wir haben 2 Stühle ergattert im Schatten und sind jetzt glücklicherweise umgezogen auf die Sonne. Es ist so warm nicht bei dem Fahrtwind. Es ist doch relativ kühl, wenn man im Schatten sitzt. Das ist praktisch unmöglich. Nautikstunde mit dem Kapitän. Das Video zeigt Teil der Testfahrten vor der Auslieferung. 20 Knoten hatten wir da zu Beginn. Und da sieht man, wie unsere Propellerruder immer hin und her gehen. 10-10. Das ist sozusagen die leichte Variante. Und dann später, das macht man ein bisschen, ne? Dann geht es ja diese schöne Schlangenlinie. Und anschließend geht man wieder auf volle Geschwindigkeit. Wenn man die dann hat, dann macht man das Ganze mit 20 Grad Ruderlage. Und man sieht ja schon den Unterschied, wie das dann eben aussieht. Und hier, Sie sehen hier das Bild, das bewegt sich hier so ein bisschen. Jetzt Sie können sich vorstellen, volle Fahrt, und ich nehme 20 Grad Ruderlage, was schon ganz ordentlich ist, dann verbindet sich der gesamte Schiffskörper. Und da sieht man eben hier gerade sehr schön den Zeitraffer. Das ist eben auch, das ist normal, das sollte sein. Schiffskörper sind grundsätzlich flexibel im Aus. Also wir biegen uns ständig durch, auch bei relativ ruhiger See. Man merkt, es ist Seetag. Alles ist wirklich heute gefüllt. Begleitung gibt es auch. Zum Glück sind wir hier nicht am Suezkanal, der Evergreen. Der Liegeplatz vom Balkon aus ist also nicht super schön, aber der Vorteil ist, man geht vom Schiff und ist direkt an den Bussen. Der Nachteil ist, man hat kein WLAN im Gebäude. Normalerweise hat man ja in den Terminals WLAN und kann dann ins Internet gehen, free, kann also E-Mails und sowas abrufen. Wir haben ja hier nur den Social Media Tarif. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt gleich wieder Fun. Schnorcheln ist angesagt. In der Marina Banda Al Rovda angekommen, zeigen wir jetzt gleich auf die Boote. Mit 2x250 PS geht's los. Raus geht's auf den Hafen. Mit dem Fahrtwind ist es schon kalt, zum Glück scheint die Sonne. Alle warten jetzt hier auf den Delfin oder die Delfine. Schauen wir mal. Bis jetzt habe ich keinen gesichtet. Ja, und da sind sie endlich da. Minuten Fahrt bei diesigem Wetter. Es ist nicht Sommer, es ist kalt. Nach dem Ankern wird hier angelegt und dann gibt es ein Picknick am Strand. Die Versorgung war ausreichend und gut. Da gibt es nichts zu meckern. Der Sand ist schön weich, alles gut, aber die Sonne brennt jetzt auch ganz ordentlich. Picknick am Strand und es gibt Essen.
Boote sind jetzt alle hier rückwärts angelegt. Und wieder 90 Minuten Rückfahrt. Wir fahren jetzt aber an der Küste lang, da gibt es was zu gucken. Und an der AIDA fahren wir auch vorbei. Ich frage mich, warum wir uns nicht gleich vom Schiff abholen. Now we can see the elephant. It looks like the elephant. You see the baby elephant? Elephant, ja. Ein versteinerter Elefant. Oder ich würde sagen, ein Mammut. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Hafen. Und zum Hafen. Hier stehen auch schon ein paar ordentliche Yachten. Wieder festen Boden an den Füßen. Das war's für heute. Super Ausflug. Fische gesehen, ein paar Schildkröten gesehen. Alles top. Und wieder zurück in Maskat. Ja, das sind ja mal richtige Fender. Wir gehen jetzt aufs Schiff. In Maskat liegen wir so ein bisschen im Industriehafen. Teil der Stadt ist fußläufig hier erreichbar. Mit einigen Geschäften. Für einen kleinen Ausflug ist das ausreichend, wenn man so am Schiff bleiben will. So, wo liegt da die Yacht vom Scheich? Und dahinter kann man ein bisschen shoppen und flanieren. Da wird der Weizen gespeichert. Oman hat ja nur Öl und Gas, aber kann nichts anbauen, deshalb wird das hier natürlich alles importiert. Ja, Schiffe beladen, da ist noch echte Handarbeit gefragt. Wir verlassen den Oman. Ein schöner Tag geht zu Ende. Wir sind jetzt vom Hafen Mole weg und drehen jetzt so langsam ein. Wir gehen jetzt rum. Dann geht's raus. Den Sonnenuntergang verlassen wir Maskat. Heute gehen wir ins Marktrestaurant. Das steht mehr so für gut bürgerlich. Aber die haben auch interessante Sachen. Die Carpaccio oder so einen schönen Fischteller. Fischvorspeise sieht auch gut aus. Und da haben wir auch einen wunderbaren Platz am Fenster erwischt. Direkt über dem Wasser. Ja. Und heute gibt es Spargel. Selbstgemachter Hollandaise. Auch die schmeckt sogar sehr gut. Man sieht, dass ich total auf Nachtisch stehe. Heute ist wieder halber Seetag. Wir reisen jetzt Richtung Dubai. Und ich sehe schon Dubai im Hintergrund. 14 Uhr wird angelegt. Und bis dahin bleiben wir auf der Liege. Und wir werden heute nicht von Bord gehen und es einen gemütlichen Tag machen. Ich stehe hier auf dem Ocean Deck hier an der Seite und direkt neben mir habe Platzangst sollte man an Seetagen keine haben. die Estadan, der ist zu mir gekommen mit einer besonderen Bitte. Wir gehen jetzt auf den Racer. Einmal müssen wir wenigstens rutschen. Da kommen wir dann. So, hier 2 Stück. Einmal links, einmal rechts. Der Blick ist cool. Und schon sind wir wieder draußen. Der ideale Platz, um mal eben zu rutschen. Der Pilot ist gerade an Bord gekommen. Wir fahren an der Silhouette von Dubai vorbei, weil wir den neuen Liegeplatz an der Palmeninsel ansteuern. Die Einfahrt nach Dubai ist einfach genial. Vorbei am alten Atlantis zum neuen Atlantis Royal. Hinten sieht man die Silhouette vom alten Dubai. Dann vorbei an der Palmeninsel. Man glaubt ja noch gar nicht, dass wir da reinpassen. Man sieht, hier gibt es noch freien Bauchplatz. Ist noch nicht ganz voll. Aber wirklich toll angelegt.
Ja, da vorne ist die rote und die grüne Tonne. Da muss man, denke ich, eigentlich durch. Und da drüben ist wahrscheinlich unser Terminal, wo wir rangehen. Ein tolles Einlaufen in Dubai und das bei Traumwetter. Da hinten ist der Yachthafen. Die Jungs für die Leinen haben es sich eilig. Oh, jetzt noch in die Spring eindampfen und dann sind wir gleich da. Da sind wir reingekommen. Was will man mehr? Viel schöner als der andere Hafen. Aber natürlich weit weg von der eigentlichen City. Ganz schön den Schlamm hier aufgewühlt am Heck. Perfekt gemacht, ohne Schramme. Toller Liegeplatz. In den Yachthafen würde man mit unserer Größe auch schon reinpassen. In Dubai angekommen, gibt es eine Kleinigkeit in Belladonna zum Mittag mit einer fantastischen Aussicht auf die Skyline. Dubai müssen wir jetzt einmal kurz raus, auch wenn wir keinen Ausflug machen, den Pass abstempeln lassen und dann können wir zurück aufs Schiff. Tagsüber wird fleißig geübt. Zur Probe gibt es gleich einen Kaffee Latte, der ist auch im Getränkepaket mit drin. So eine Art Infinity Pool hier hinten, aber da ist mehr ein Kinderplanschbecken. Auf jeden Fall eine coole Aussicht zum Planschen. Nutzbar ist der Pool so richtig, wenn Kinder an Bord sind, nicht. Infinity Pool in klein, aber es ist eher ein Kinderplanschbecken. Ja, aber man kann sich trotzdem ein bisschen abkühlen. Die Tiefe geht bis zur Badehose. Ist auf jeden Fall traumhaft schön hier. Hier ist ja richtig Rush Hour, den ganzen Sportbooten. Am Ende ist ja auch der Yachthafen. Im hinteren Bereich gibt es hier auf der Cospa den kleinen Pool und diese zwei kleinen Kletterwände. Da wir ohne Kinder reisen, gefällt mir die Innova besser. Ich vermisse einfach den Klettergarten. Den Pool hinten, der ja mehr Kinderplanschbecken ist, brauche ich persönlich nicht. Aber für Familien mit Kindern ist er natürlich toll. Heute Abend haben wir das Beach House reserviert und mal gucken, wie es da schmeckt. Das ist nämlich neu. Genau, das gab es auf der Nova nicht. Hallo. Darren. Hallo. Wir starten mit Tatarbomben. Sieht ganz spannend aus. Ja. Hauptmahlzeit, Ochsenbäckchen und Huhn. Ja, wir waren heute im Beach House essen. Das ist ein schönes, stylisches Lokal, freundliches Personal, alles gepasst. Die Speisekarte ist etwas eingeschränkt. Ich hatte Mühe, etwas Passendes zum Essen zu finden. Das ist halt Geschmackssache. Man sollte sich vorher mal die Speisekarte angucken, bevor wir hier reservieren. Ansonsten war es geschmacklich okay. Da man an mehreren Tagen anreisen kann, ist gefühlt jeden Tag Abreisetag. Unsere Abreise von Abu Dhabi wird aber gar nicht erwähnt. Abends hat man natürlich hier eine Traumkulisse. Das sieht im Original viel besser aus als auf dem Video, aber übertroffen wird das Ganze nur von Singapur. Da ist doch jetzt in der Nacht einer ins Päckchen gekommen. Wir kriegen anscheinend neuen Treibstoff. Das sind alles die Vorteile der unteren Kabine, dass man sowas gut sehen kann. Heute Morgen hat die Costa Toscana hier noch festgemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Platz noch reicht für ein weiteres Schiff. Hier links, Bahn in der Mitte, ist ein kleiner Flugplatz, kleine Startbahn. Die bringt die Fallschirmspringer immer hoch. Jetzt verlassen wir das Schiff. Und auf geht's nach Dubai. Hoffen wir, dass wir ein Taxi kriegen. Oh, da stehen bestimmt ganz viele Taxis rum. Ja, raus sind wir schon aus dem Terminal.
Da steht die Costa und hier ist ein Taxi. Taxifahrt ist in Dubai verhältnismäßig günstig. Die Fahrt kostet 25 €. Jetzt müssen wir uns mal hier durchkämpfen. Hier ist er schon, da wollen wir nachher rauf. Aber wir haben nur ein vorläufiges Ticket, was wir noch gegen ein echtes Ticket tauschen müssen. Und da müssen wir jetzt erstmal suchen, wo der Schalter dafür ist. Und der soll in der Dubai Mall sein. Und da gehen wir jetzt mal einfach mal lang. Ja, man sieht schon hier an den Namen, die Dubai Mall ist kein Laden, wo man günstig seine Klamotten kauft. Das ist einfach total modern, aber auch entsprechend teuer. Es gibt schon interessante Essensbereiche. Das ist so groß, da muss man sich jetzt erstmal orientieren. Das Aquarium ist immer wieder sehr, sehr beeindruckend. Da spiegeln sich die ganzen Shops da drin. Also ist ja heute richtig voll. So voll habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Wer der Hektik der Dubai Mall entfleuchen möchte, der geht einfach hier über die Brücke in die Souk al-Bahar und hier kann man richtig entspannt sitzen, Eis essen oder andere Dinge tun. Hier im Souk auf der anderen Seite der Brücke, das ist wirklich ein fantastisches Eis, anders kann man das nicht sagen. Ja, ein Kaffee bei Starbucks darf natürlich auch nicht fehlen. Dem Internet-Ticket hat schon mal funktioniert. Eine Sorge weniger. Jetzt geht's gleich auf den Turm. Wir sind in der Mall eingestiegen, deshalb müssen wir unterirdisch zum Turm laufen. Das Video ist ziemlich schlecht, weil man eigentlich nur die Spiegelung sieht. Ja, hier kann man jetzt durchfilmen. Auf dem 146. Stock. Und da unten sieht man die Dubai Mall und den ganzen Komplex. Und da hinten ist irgendwo unser Schiff. Irgendwo da hinten haben wir beim letzten Mal gewohnt im Hotel. Da ist auch das andere Cruise Center. Da ist noch Platz frei. Dann gibt es auch einen Infinity Pool. Von Dubai sieht man gleich im Sonnenuntergang nichts mehr außer Wolken. Unfassbar, wie schnell das jetzt hier zuzieht. Da oben ist nicht mehr so weit. Gleich ist Sonnenuntergang. Ja, bald ist es soweit. Aber es ist kein Sonnenuntergang, sondern die Sonne verschwindet nur hinter den Wolken. Unten sieht man noch ein bisschen was. Leider heute alles Waschküche, aber jetzt hier unten sieht man mehr. Da unten sieht es schon mehr. Dubai am Abend. Aber wir sind jetzt unter der Wolkengrenze. Da unten sind gerade die Wasserspiele. Ja, so langsam wird es dunkel und die Aussichtsplattform wird immer voller. War schön? War schön, ja. Im geheimen Weg hier durch das Business-Bereich nach unten. Ja, so sieht es im Burj Khalifa dann richtig aus. Hier kann man die Treppe runtergehen und da sieht man auch gut raus. Jetzt sind wir auf dem 123. Druckausgleich. Ganz schön viele Aufzüge. Ja, auf dem C-Level. Jetzt haben wir eine spezielle Fahrstuhlführung bekommen, die innen lang geht. Und waren jetzt vor der ganzen Schlange unten. Gut, dass wir so früh oben waren. Es wird jetzt richtig voll dort oben. So, wir haben uns hier durch die Mall gekämpft in der Hoffnung, dass am Ende hier ein Taxistand ist. Der Kampf ums Taxi ist mühsam. Aber jetzt hier noch um die Ecke. Und dann kriegen wir dort wahrscheinlich gleich ein Taxi. Jetzt sind wir gleich dran. Und da sind wir wieder. Um 8 Uhr sind wir wieder zurück. Und die Show läuft schon. Wir gehen jetzt nur noch essen. Der letzte Tag. Heute Mittag laufen wir aus. Ist deutlich entspannter. Wir haben zwar liegen direkt im Bugbereich bekommen, haben also eine tolle Sicht auch während der Fahrt.
Da starten die Flugzeuge und bringen die Fallschirmspringer hoch. Da kommen die hier wieder runter. Um zu den Fallschirmspringern zu kommen, da muss man schon die Straße lang, einmal rum bis zu den Wolkenkratzern hinten rum und dann kommt man zurück zum Platz. Das letzte Mittagessen im Yachtclub. Ja, wir legen ab in Dubai. Da versuchen doch Freizeitskipper sich noch an uns vorbeizudrängeln, während wir ablegen, doch die werden gnadenlos von der Wasserbehörde abgedrängt. Nachdem wir an der Costa Toscana vorbei sind, wird gedreht in der Farina. Ja, da vorne war unser Liegeplatz und die ganzen Boote gehen jetzt schon hinter uns vorbei. Wir haben es alle eilig. Tschüss Dubai. Kleiner Außenpool ist tief genug. Da kann man sogar am Rand sitzen und auch schwimmen. Jetzt war fast raus. Hat der Vincent mal wieder gut gemacht. Beide folgt uns, um irgendwann den Lotsen wieder aufzunehmen. Auf dem Weg von Dubai nach Abu Dhabi hat der Wind kräftig zugenommen. Das hat das Pooldeck ruckzuck geleert. Die wenigste Stelle hier, jetzt hat man hier richtig viel Platz. Das macht hier keinen Spaß zu liegen mehr. Im Theater kann man sich natürlich auch immer informieren, was so anliegt und welche Ausflüge interessant sind. Es ist natürlich oft zu spät, wenn man sich für einen Ausflug entschieden hat, ist der meist schon ausgebucht. Der Skywalk. In 2 Stunden sind wir in Abu Dhabi und dann war die Woche auch wieder sehr kurzweilig. Der Wind hat auch nachgelassen. Man sieht noch nichts an Abu Dhabi. Und wir sind wieder zurück. Die Aida fährt immer sehr schräg an. Die Stadt ist schon ein bisschen weg. Also zu Fuß kommt man nicht in die Stadt, da brauchen wir schon ein Taxi. Den letzten Abend verbringen wir in Belladonna bei Villa Carpaccio. Das Rindercarpaccio, das schmeckt hervorragend. Das holen wir uns immer. Ja, das war eine tolle Reise. Und ja, man sieht hier am Ende noch keine Leine. Wir sind anscheinend zu früh. Oder die streiken hier, keine Ahnung. Jetzt kommen sie mit der Leine. Man sieht ja hier, wie mit der dünnen Leine die dicke geholt wird. Und sogar eine Verlängerung eingebaut. Heute am letzten Tag. Also ja wirklich sehr entspannt hier. Belladonna. Das war's für dieses Jahr mit Abendessen. Wie? Kann ich jetzt abends nicht mehr essen? Ne, gibt abends jetzt für den Rest des Jahres nichts mehr zu essen. Carpaccio werde ich vermissen. Jetzt gehen wir zu Tom. Okay. Keine Torte für uns. Ja, wir haben so eine Zwischenreise, da gibt es keine Torte. Dann gehen wir mal hier am East Restaurant vorbei. Unser Abschiedskonzert und das war's. Egal was Sie machen, haben Sie einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal im Theater. Tschüss! Ein letzter Blick aus dem Fenster in den Sonnenaufgang. Einmal noch frühstücken und dann geht ab zum Flughafen und dann ist die Reise beendet. Für uns ist der Balkon hier immer Luxus. Wir haben auch dieses Mal nicht ein einziges Mal während der Reise auf dem Balkon gesessen.
irgendwas getrunken oder relaxed, sondern ist nur Zwischenstation, wenn man mal auf der Kabine war. Und jetzt geht's vom Schiff, unser letztes Mal. Willkommen zu Hause, ja, da hoffe ich drauf. Eine dieser Balkonkabinen haben wir die letzte am Heck gehabt. Oh, da steht immer noch die MSC Europa. Unsere Koffer stehen tatsächlich am vorgesehenen Platz. Wir machen jetzt noch mal kurz auf, dann kommen die letzten Sachen rein und dann geht es zum Bus und dann war die Reise zu Ende. Mein letzter Blick auf die AIDA und die MSC Europa. Vor uns die Skyline von Abu Dhabi. Und hinein in den überraschend winzigen Flughafen. Ein letzter kurzer Blick und dann geht's nach Hause.